Das Servicenetz von MAN ist schier unglaublich groß, ja, fast weltweit oder nahezu weltweit, sage ich mal. Und MAN, das kennt man, das hat so richtig LKW-Feeling. Aber es ist eine Kooperation zusammen mit Volkswagen. Das heißt, das ähnliche Modell gibt es auch von Volkswagen mit einer etwas anderen Kennzeichnung. Und jetzt sind wir am Stand von Westfalia. Das Modell heißt Sven Hedin und hat richtig viel zu bieten. Hier ist Udo. Grüß dich, Udo. Hallo, grüß dich. Ja, das Modelljahr 2021 hält einige Überraschungen auf sich. Das ist jetzt ein Frontantrieb von MAN. Das ist ein Frontantrieb von MAN und wie du schon gesagt hast, dieses Fahrzeug ist baugleich mit dem VW Crafter. Crafter, eine Kooperation, das kennt man schon von früher. VW hat ja oft mal gerne kooperiert. Damals ich überlege mal gerade, mit Mercedes-Benz, glaube ich sogar. Mit Mercedes-Benz, ja. Der alte Sprinter war auch ein Fahrzeug eigentlich aus einem Werk. Und hier bei dem TGE und dem Crafter ist es auch, wird in Polen in einem Werk gebaut. Ja, ein tolles Auto. Übrigens, ich mache mal gerade das Licht an. Mein VW-Bus kommt übrigens auch aus Polen, 74.516. Da ist ein ganz, ganz großes VW-Werk und die machen richtig Qualität. Das ist nicht mehr zu unterscheiden. Wenn man es nicht weiß, im Fahrzeugschein guckt, denkt man, der käme aus Wolfsburg. Und da sind die auch ganz stolz drauf. Hightech, Made in Germany, steht direkt hinter der Grenze. Da ist er. Jetzt steht er vor uns. Ein ganz tolles Modell. Hat, ich sag mal so volumenmäßig, viele Fahrzeughersteller haben das Modell erst dieses Jahr für sich entdeckt, das MAN. Ja, war halt neu und unsere Kunden konnten erstmal mit MAN nichts anfangen, weil es ist ja eigentlich ein LKW-Hersteller und dort haben die Kunden dann halt gedacht, Mensch, was mache ich denn mit dem Service? Aber der Kunde hat natürlich bei einem LKW-Hersteller den großen Vorteil, dass diese Werkstätten sehr, sehr flexibel sind, 24 Stunden, 7 Tage lang, weil kein Spediteur mag 3-4 Tage auf seinen LKW warten. Das muss alles schnell gehen und davon profitieren natürlich auch die Reisemobilkunden, die auf einem MAN TGE fahren. Ja, der Service ist unglaublich. Also ich kenne sogar Hersteller, da wird sogar der Aufbauservice bei MAN gemacht. Da haben die Werkstätten wurden verpflichtet, bestimmte TGE 3.140, 140 PS. 140 PS, hier haben wir die kleine Maschine. Ja, was heißt klein? 100, das steht dem gut. Hubraum von dem Fahrzeug? Das ist der 2-Liter-Motor, auch wieder 180 PS, hat auch die 2 Liter. Deswegen sage ich, kleine Maschine, ja, ist ein bisschen eine Floskel, weil es ist der 2-Liter-Motor. Man muss auch sagen, die Maschinen sind unglaublich agil, denn das Drehmoment wurde immer weiter gesteigert. Das heißt, die 140 PS fühlen sich an wie 170 oder 150 teilweise. Ja, man hat da nachher keinen großen Unterschied und alle glauben ja immer, PS-Leistung macht das Fahrzeug stark. Nein, es ist halt das Drehmoment und da ist nachher der Drehmomentunterschied zwischen 140 und 180 PS gar nicht mehr so groß. So, hier sieht man schon so ein kleines Detail. Die Patricia hat es schon mal aufgemacht. Ist das der Kühlschrank? Das ist eine Kühlbox, das ist eine Kompressor-Kühlbox. Hat den Vorteil, dass wir einen relativ schmalen Küchenblock verbauen können, weil der Crafter ist im Gegensatz zum Fiat Ducato vom Aufbau her schmaler. Und um möglichst viel Raum zu schaffen, haben wir den Küchenblock etwas schmaler gemacht und dadurch diese Kühlbox verbaut. Das ist ein ganz tolles Fahrzeug. Also ich sag mal, den Ducato sieht man ja ganz, ganz oft. Das ist schon ja, fast langweilig, weil man ihn so oft sieht. Man hat überhaupt keine Möglichkeit der Unterscheidung. Das ist hier ganz anders. Das heißt also, ich habe hier die Möglichkeit, dass ich also komplett schmal vom Design her mit allem drum und dran ja, ein Fahrzeug habe, das hat nicht jeder. Ja, das ist halt eben ein Fahrzeug, wo man wirklich sagen kann, es sieht anders aus als der Ducato. Bietet andere Möglichkeiten. Allerdings haben wir hier auch ein etwas schmaleres Fahrzeug, was die Schwierigkeit dann macht, ein breites Querbett einzubauen. Das haben wir aber durch einen kleinen Seitenslideout gelöst, den man ausfahren kann. Und Du Fuchs! Sag mal gerade, da vorne ist der Seitenslider. Das ist genial gelöst, oder? Das heißt, da gucken auch wirklich alle anderen, die Kollegen gucken da drauf, was ihr da gemacht habt. Ist das jetzt ein Patent schon? Das ist ein Patent von uns. Die Kollegen gucken drauf, ja. Viele unserer Kollegen arbeiten halt mit aufgesetzten Ohren, nenne ich das mal. Ja,
verfälscht dann ein bisschen die Silhouette. Ich finde, dass mit dem Seitenslideout das Fahrzeug bleibt in der Silhouette sehr schmal. Ja, ich sag nur Italien, kleine Gassen, wenn du da schon mal stehst und da zählt jeder Zentimeter. Das Fahrzeug ist nicht umsonst so schmal, es hat einen Grund. Also es ist wirklich in allen Ländern Europas gut einsetzbar. Genau, also gerade in den südlichen Ländern, wo es noch enge Gassen gibt, kommt man mit einem etwas schmaleren Fahrzeug natürlich ein bisschen besser um die Ecken. Hier haben wir natürlich auch den Vorteil, dass wir ein 6-Meter-Chassis haben. Ach, wie geil, guck mal hier, Entschuldigung, wie schön. Das ist ja genial gelöst mit diesem kleinen Slideout hier drin. Ja? Du hast Platz, wir gucken es gleich mal von innen. Auch wenn du 1,90 bist, kannst du dich da reinpacken, ne? Weil deine Füße passen hinten in den Slideout. Hier ist die Patricia, grüß dich. Hallo. Schau mal hier, da ist ein Loch an der Seite, hast du schon gesehen? Ja, ich habe schon mitbekommen, das ist ein Slideout. Also hier finden tatsächlich auch sehr, sehr große Menschen ihren idealen Schlafplatz. Wie die Patricia, 1,67. Nee, das ging auch ohne. Ist der jetzt elektrisch oder ist es mechanisch? Der ist elektrisch. Echt? Wie geht das? Ich habe vorne ein Knöpfchen, ich nehme die Matratze weg, klappe mein kleines Brettchen weg und dann fahre ich ihn elektrisch ein. Boah, ihr kommt auf Ideen. Aber das sind ja so die kleinen Raffinessen, die ich habe, damit lange Menschen, weil ihr habt ja auch viele Kunden, die wirklich 2 Meter lang sind, damit die auch wirklich durchkommen. Das ist halt die Problematik bei den schmalen Fahrzeugen wie Crafter, MAN TGE und Mercedes Sprinter, dass durch diese schmale Fahrzeugbreite beim Querbett doch große Menschen ein bisschen gehandicapt sind und sich jeder was einfallen lassen muss, um das Fahrzeug irgendwie breiter zu machen, damit auch ein 1,90 Mensch dort bequem drin schlafen kann. Ihr habt einen ganz tollen Möbelbau hier drin, weiß, reduziert. Das macht richtig Spaß, hier reinzugucken. Ja, seid stolz auf die Werkstatt, oder? Die ihr habt. Ach, hier ist auch die tolle Heizung, die Warmwasserheizung drin. Ja, wie bei fast allen unserer Modelle hat auch dieser Sven Hedin oder die Sven Hedin Baureihe eine Warmwasserheizung. Also wirklich eine Heizung wie zu Hause mit kleinen Radiatoren, wo die Wärme ganz sanft aufsteigt. Stark. Ja, unglaublich viel Platz. Also wenn du mal gerade so lieb bist, dich da mal reinsetzt, dass man nur mal sieht ungefähr mal, wie hoch das ist. Du kannst da ganz bequem einfach dich reinsetzen. Du hast eine große Größe. Hier könnte auch mal, ein Hund könnte rein über Nacht ins Körbchen. Das ist kein Problem. Ich habe eine Durchreiche. Hund passt rein, Fahrrad passt rein. Wie gesagt, ich bin nicht gerade der Schmalste, aber ich könnte mich hier auch unten noch bequem reinlegen. Ja, ich denke mal, dass du eher oben schläfst als Marketing- und Vertriebsleiter von Westfalia. Ihr habt viel zu tun. Das Jahr 2020, das hat fast den Boden ausgeschlagen, oder? Ja, also für die ganze Branche, auch für uns sehr erfolgreich. Der Bereich Reisemobile geht seit einigen Jahren hier bei uns in Deutschland nur mit wachsenden Zahlen jedes Jahr in den Markt. Ja, es gibt ja ganz viele Kastenwagen. Jetzt ist das hier eine Besonderheit. Also so ein Fahrzeug hier auszustatten, das kostet ja immer viel Geld. Jedes Fahrzeug ist ein bisschen anders und ihr habt euch trotzdem dran gewagt. Wie sind die Zahlen hier, MAN? Seid ihr zufrieden? Wir sind sehr zufrieden. Wir haben auch, nachdem wir den Sven Hedin vom Crafter auf den MAN umgestellt haben, eigentlich keine Einbrüche zu verzeichnen, sondern es wird jedes Jahr mehr. Hier sieht man den Tisch, wie der gelagert wird. Der hat einen festen Platz. Der hat einen festen Platz, weil im Bereich Reisemobile darf ein Tisch während der Fahrt nicht eingehängt bleiben, es sei denn, er wäre fest verschraubt. Ich denke da mal dran beim nächsten Mal. Ich glaube, ich habe aber meinen demontiert. Ich muss mal nachdenken. Ich guck mal nach. So, das ist die Seitenansicht. Ihr habt euch ganz bewusst für ein Grau entschieden mit mit matt-schwarzen Applikationen an der Seite. Das steht dem Auto gut. Weißt du was, wir machen mal hinten zu. Ich will mal gerade die Optik sehen, wenn er hinten zu ist. Nur mal für die Leute. Denn normalerweise ist es ja meistens zu, nehme ich an. Ach, das Logo ist ja cool, wie das so zugeht. Ja, das MAN-Logo. Löwe. Da ist die Windrose. Das ist euer Markenzeichen? Die Windrose ist das Westfalia-Markenzeichen schon seit zig Jahren. Da sieht man den Slideout an der Seite draus. Es gibt ein Warnsignal, wenn ich losfahre mit geöffnetem Slideout. Oder geht es gar nicht? Doch, es wird schon gewarnt davor. Oh, gut, man sieht es am Rückspiegel. Aber ich denke, jeder sollte es dann auch im Rückspiegel sehen. Und auch wenn man wirklich mal damit losfahren sollte, man sieht es ja, es ist nicht viel breiter als der Rückspiegel. Also man fährt ihn sich nicht gleich ab.
Ich heiße ja auch Sven, also es war schon mal eine gute Wahl. Vielleicht wäre es ja mein Auto. Der Sven fährt Sven. Allerdings, man muss auch ein bisschen Geld im Geldbeutel haben. Das ist ja so eine Geschichte in dem Preissegment. Das ist nicht mehr Allerweltsware. So um die 50.000 habt ihr auch Kastenwagen, sogar um die 40.000. Das hier ist schon Spitzenklasse. Das ist schon, sagen wir mal, die gehobenere Klasse. Wie gesagt, die Warmwasserheizung hat sonst keiner im Kastenwagenbereich. Das ist, Stimmt, jetzt wo ich darüber nachdenke, das ist in den Teilintegrierten, da gibt es das. Da gibt es das und auch bei den Vollintegrierten gibt es das, aber im Kastenwagenbereich hat sich das noch nicht so durchgesetzt. Ist der auch verfügbar hier, der wunderschöne Teppich, den ihr habt? Oder ist es nur für die Messe? Nein, den kann man auch mit dem Fahrzeug komplett ab Werk kaufen. Das ist schön. Ja, doch, schont den Fußboden hin und wieder. Ja, nicht nur das, sondern das schafft auch so ein molliges Wohnraumgefühl. Das heißt, es gibt es auch in mehreren Teilen, auch hier? Ja, also wir haben wirklich einmal für den vorderen Bereich, für den Bereich vor dem Bett. Also man kann das Fahrzeug komplett mit Teppich auslegen. So, ich habe eine ganz große Spüle. Samstag, gucken wir auf die Uhr, den 12. September 2020. Wir drehen um 16.30 Uhr. So, die Patricia hat heute allein schon 14 Autos so gezeigt. Man kommt so langsam durcheinander, so ein bisschen, ja. Aber alles denn immer so toll zu finden. Aber das hier ist schon da mit dem Slideout hinten, das ist cool. Das ist echt wirklich richtig cool und ich kann mich auch jetzt gar nicht mehr daran erinnern, wie viele Videos wir heute schon gedreht haben. Ich weiß nicht, 10, 12, aber So es ungefähr, ja. Jedes Auto ist anders, man muss es anfassen, angucken. Ja, deswegen bin ich davon überzeugt, dass unsere Branche diese Messe braucht und auch nicht darauf verzichten sollte, weil unsere Fahrzeuge, die Freizeitfahrzeuge, die muss der Kunde erleben, die muss er anfassen, die muss er probieren und spüren. Ja, die Patricia, die ist immer schön am Fummeln, während wir schon mal reden. Du gehst immer rein und probierst Sachen aus. Ja. Ich habe es schon tausendmal erwähnt, du bist Moderatorin im Radio gewesen, mehrere Jahre lang, vielleicht demnächst auch wieder in Berlin und du studierst gerade Journalismus. Ja, genau, richtig. Guckst dir das an und du kannst die Leute verstehen, hier an dem Stand unglaublich viele Familien, gell? Ja, und auch gerade im Bereich Kastenwagen sehe ich sehr viel jüngere Leute, also auch Leute, würde ich jetzt mal behaupten, in meinem Alter. Die finden. Echt? Ah ja, da. Ja, doch, da also vorne ist so, einer. genau, also ich erlebe das immer mal wieder, dass auch junge Paare sich dafür interessieren und ich meine, das ist ja auch eine super Sache. Man hat quasi sein Haus dabei und ab geht's, ja. Ja, da vorne ist die Heizung, die ist wo? Die Warmwasserheizung? Die Einstellung? Warmwasserheizung ist auch unten versteckt unter der Sitzbank. Diese Sitzbank hat so eine kleine Besonderheit. Im Fahrbereich sitzt man ja doch ein bisschen steiler. Aber wenn man denn Ich ahne Schlimmstes. Du ahnst Schlimmstes. Wieder ein kleines Highlight von Westfalia, was man so nicht kennt, vielleicht bei den anderen. Wir haben hier eine kleine Lounge-Sitzbank. Sag mal. Echt? Endlich mal einer, der nachgedacht hat. Jetzt muss man sagen, du bist aber ein großer Mann. Ich bin ein großer, breiter Mann, ein ganzer Kerl aus Norddeutschland. Ja. Aber ja, im Fahrbereich sitzt man natürlich sehr aufrecht, angeschnallt. Aber wenn dann hier nachher der Tisch ist und man sagt, so jetzt möchte ich mich ausruhen, dann kann man doch mit einem kleinen Warte, ich zeig's mal gerade. Das ist der Griff. und die Sitzbank nach vorne ziehen. Und ich kann mich etwas bequemer, entspannt hinsetzen und dann den Abend genießen. Ist das Maximum, was nach vorne geht? Oder geht Das da ist noch? das Maximum. Maximum. Ja, Und es geht auch während der Fahrt? Das geht auch während der Fahrt, kann ich mich auch ein bisschen bequemer hinsetzen. Und das ist auch erlaubt. Das ist auch erlaubt. Ich zeig das mal gerade. Wenn du es nochmal machst, dass man mal sieht, wie viel Grad man das verstellen kann. Das war nämlich immer ganz schlimm, wenn du ganz gerade sitzt den ganzen Tag. Ja, das ist richtig. Also man hat hier wirklich die Möglichkeit, sich mehrere Stellungen, also bis zu diesem, also es ist dann doch sehr bequem. Und der Kindersitz, den kann ich auch anpassen. Den Kindersitz, den kann ich auch. Wir haben hier ein Isofix-System, also ich kann hier auch den Kindersitz ganz normal einhängen. Ich guck mal gerade nach hinten durch. Wenn du mal gerade aufs Bett gehst, bitte, ja. Patricia, dass wir mal so die Ehefrau, ist jetzt nicht die Patricia, aber die wird dann hinten drin sitzen, die könnte dann hinten ein Buch lesen im Slideout und vorne der Mann, der könnte sich hier vorne ein bisschen bummeln. Kann ich hier vorne schlafen? Gibt es eine Notbettfunktion? Nein, Gibt's bei nicht. dem Fahrzeug nicht. Gut, das ist für 2 Personen ausgelegt? Das ist wirklich ein Zwei-Personen-Fahrzeug. Oder alleine? Oder alleine, gibt es auch. Gibt es ja viele. Also was mir auffällt, ist hier vorne der
Tresen. Der Tresen, die Küche ist unglaublich tief. Sie ist sehr schmal, das hast du eben schon erwähnt. Der Kühlschrank ist ja vorne drin. Aber es ist wirklich eine ganz große Ablagefläche drin. Das heißt, ich bin unglaublich luftig hier. Das heißt, ich fühle mich nicht so eingeengt wie bei vielen anderen. Ja, das stimmt. Also gerade weil die Küche eine niedrigere Arbeitsplatte hat, können auch Frauen oder auch Männer, die kleiner sind, hier ideal kochen. Ganz, ganz schönes Becken ist mit drin. Gut, du darfst mal ganz kurz hochgehen. Ich zeige mal den Slide-Out jetzt on Detail, denn das ist ja eine Meisterleistung deutscher Ingenieurskunst. Ihr baut nochmal in Gotha? Wir bauen in Gotha unsere eigenen Produkte und in Rheda-Wiedenbrück bauen wir wo? in Rheda-Wiedenbrück bei Gütersloh. Da haben wir auch noch ein Werk. Dort bauen wir für die OEMs die Nuggets und die Marco Polos dieser Welt. OEM, für alle, die es nicht wissen, so wie nicht wie war das? Oh, frag mich nicht, das ist ein Zungenbrecher. Equipment Manufacturer. Das heißt, ihr baut Fahrzeuge für andere, das ist auch bekannt. Ihr baut unter anderem den ganz tollen Nugget für Ford. Da macht auch Ford keinen Hehl draus, wenn man den nämlich als Werksangehöriger zum Beispiel kauft, dann geht der erstmal vom Ford-Werk zu Westfalia, wird dann umgebaut und kommt dann zurück. Genau, so ist es. Ja, die sind ganz zufrieden, denn dort habt ihr einen Welthit gelandet, nämlich wir haben eins der meist abgerufenen Nugget-Videos gedreht und das Ding läuft weltweit mittlerweile. Das heißt, Vertrieb ist freigegeben jetzt in halb Europa, oder? So hat Ford das geplant, dass der Nugget nicht nur in Deutschland vertrieben wird, sondern jetzt auch alle Händler in Europa darauf zugreifen können. Und die tun's. Sie sollten es tun, ja. So, hier vorne. Patricia, guck dir mal den Platz an. Udo, wenn du mal kurz vorne einsteigst rechts, der Sitz ist jetzt gedreht, man kann beide drehen. Man kann beide drehen, ja. Da ist richtig Platz. Gut, das ist natürlich auch eine ordentliche Länge hier, die Fahrzeuglänge. 6 Meter. 6 Meter, also immer noch fährentauglich, weil, also wenn ich immer höre fährentauglich, ich habe das Gefühl, die Leute fahren immer nur Fähren, ja, aber das ist ja eher mal selten, dass man Fähren fährt. Ja, die Leute sind so ein bisschen drauf fokussiert zu sagen, Mensch, ja, wenn ich auf eine Fähre fahre, dann muss ich entweder unter 5 Meter bleiben oder 6 Meter bleiben. Aber du hast es schon richtig gesagt, man muss sich einfach mal ausrechnen, wie oft fahre ich Fähre. Aber das ist, glaube ich, auch nicht das Hauptkriterium eines 6-Meter-Fahrzeuges. Es ist auch sehr kompakt. Ich kann in der Stadt fast auf jedem Parkplatz parken. Ich kann vor dem Supermarkt parken. Also ich kann es wirklich auch als Alltagsfahrzeug nutzen. Ja, ihr habt den Schalter. Es gibt auch ein DSG oder einen Wandler? Was gibt's Das da? DSG-Getriebe. DSG-Getriebe. Das wäre auch deine Wahl eigentlich, oder? Das wäre auch meine Wahl. Tolles Radiosystem, alles ein bisschen schlichter als bei Volkswagen, bisschen mehr so LKW-mäßig hier, aber trotzdem noch sehr schick. Ja, alles sehr schick und halt eben wichtig ist, dass alles funktioniert und gut nutzbar ist. Ja, und mit dem Service übrigens, gerade was schwere Fahrzeuge angeht, ist der MAN-Service natürlich der obere Hammer. Das heißt, also das hier ist ein leichtes Fahrzeug, die kommen auch schon mal und schleppen dich ab mit 40 Tonnen, das geht. Das heißt, die sind wirklich 24 Stunden rund um die Uhr und das, glaube ich, europaweit da. Der Service ist der Hammer. Der Service ist natürlich einmalig. Wie gesagt, ein Spediteur kann es sich nicht erlauben, dass sein Fahrzeug 3 Tage in der Werkstatt steht. Die müssen auf die Straße und laufen. Und da profitiert natürlich jetzt der Reisemobilkunde von, der zum Beispiel einen Sven Hedin kauft, der auf MAN ist. Ich kann mir vorstellen, dass jemand, der so eine Truckflotte hat, so der Chef selber, der kauft sich den Sven Hedin einfach mal so, weil er ist vielleicht auf Geschäftsreise unterwegs, ja, und das ist ja MAN-Fahrer, fahren MAN. Ihr habt eine ganz schöne Kabine, die habe ich schon mal gesehen in einem anderen Fahrzeug, das war im... Ja, wir haben so ein bisschen das Design durchlaufen durch unsere ganze Produktpalette. Es ist sehr clean, es ist hell. Wir haben immer einen schönen Duschableger, den man optional dazu bekommen kann. Schön, da unten. Der Klopapierhalter ist natürlich in weiß und blöde Chanel habt ihr reingemacht, ja. Das heißt, die Accessoires, ihr habt so ein bisschen wohnlich gemacht, jetzt hier wie die Messe hier, man darf ja nichts machen im Moment. Das heißt, die ganzen Accessoires, die ihr sonst so drin habt, ihr seid angehalten, alles zu minimieren. Die Fenster müssen alle aufstehen, das ist also auch wichtig. Die Fenster müssen aufstehen, die Dachluken müssen offen sein, dass möglichst viel Durchzug in den Fahrzeugen ist. Das Sicherheitskonzept der Messe ist sehr streng, aber gut. Und man muss sagen, die Besucher nehmen es sehr gut an. Sehr schön. Ja, wir gehen mal raus.
Guck mal auf die Uhr, 20 Minuten, das war es aber wert, dass wir das mal gezeigt haben, das Fahrzeug. Viele Details können Sie uns auch aus unseren anderen Westfalia-Videos sehen. Vieles ist ähnlich, muss man sagen. Es gibt unglaublich viele Modelle. Habt ihr so eine Werksausstellung, wo man die Fahrzeuge alle sehen kann, oder ist das hier auf der Messe am besten? Das ist hier auf der Messe am besten, weil wir haben selber keine Werksausstellung. Und ja, im Augenblick ist es so, aufgrund der hohen Nachfrage steht auch nicht mehr so viel auf den Handelsplätzen. Ja, Lieferzeit hast du mir schon gesagt, 1 Jahr. Das ist eine stolze Aussage, aber mein Gott, die Entscheidungsdauer bei vielen ist ja 1 Jahr. Viele auf der Messe haben sich entschieden, ist so. Viele haben sich auch für euch entschieden. Das kann man so sagen. So, und ja, wir werden auf jeden Fall Ford Nugget noch drehen. Ob wir es heute drehen oder morgen, das werden wir noch sehen. Weil das ist ein Volumenmodell, ein Erfolgskonzept, was wirklich durch die Decke geht. Mittlerweile geguckt wird in Fernost, in Amerika. Da gab es Leute, die unter unser Video geschrieben haben, wo soll ich das Geld hin überweisen? Ja, sie können ihn in Amerika nicht kaufen im Moment. Und alle stehen da und speziell dieser hier, das hat es den Leuten angetan. So der kurze Radstand mit Aufstelldach, da habt ihr ein Ding gemacht. Ich glaube, das wird ein absoluter Hit werden weltweit. Ja, mit Aufstelldach, mit Hochdach. Also den Nugget gibt es mittlerweile ja auch in ganz vielen Varianten, weil die Nachfrage immer mehr wurde und sich Westfalia mit Ford zusammen halt viele Gedanken macht, wie man das Fahrzeug noch mehr pushen kann. So, jetzt werden wir gleich noch ein Video drehen und dann ist auch gut für heute. Zumindest mal für den Udo. Denn wir werden mal Längsbetten zeigen. Das ist ja ein ganz neuer Trend. In Kastenwagen Längsbetten, da brauche ich eine gewisse Länge. Der rote hier hat Längsbecken. Der hat Längsbetten, aber auch hier wieder 6 Meter. Und das ist dann schon eine Herausforderung, vom Innenraum noch einigermaßen nutzbar zu sein, aber trotzdem hinten 2 große Längsbetten zu haben. Ja, vielen Dank Udo und vielen Dank Patricia. Dankeschön. Bis dann, tschüss.